Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cathy Rain. Wir sind jetzt im Haus der lieben Oma, die wir seit 15 Jahren nicht gesehen haben, und sind jetzt einfach hier rein, weil die irgendwie nicht die Tür aufgemacht hat. Und jetzt mache ich mir ein bisschen Sorgen auch, ob irgendwas passiert ist, aber ich hoffe nicht. Und genau, davor waren wir auf der Beerdigung vom Opa, den wir auch schon so lange nicht gesehen haben. Jetzt gucken wir mal. There's nothing quite like the soothing sound of rain falling on a window. Nice black leather coat. Right up my alley. Okay, war vielleicht vom Opa. Vielleicht A kannst du den mere sogar haben. single pair of boots on display. Boy, do we live in different worlds. Das Pferd ist so schön. Gibt es nicht bei Ikea? Cute red horse. It's some old Swedish thing, I think. Ja. Es kann dann sein, dass ich das von Ikea kenne. Oder generell von so schwedischen, nicht schwedischen Möbelhäusern, sondern so generell von schwedischer Einrichtung. This paint looks fresh. Grandma must have had this restored recently. Nein, gehst du nicht? Nein! Oh Gott. Raus Oh, mit dir. hello, dear. Nein! I was just wondering what took you so long. Sorry, I couldn't resist taking that old wheelchair for a spin. Oh, don't give me that look. I put it back. You haven't changed one bit. Always kidding around, just like when you were little. Come, have a seat. We have so much to talk about. Nein, ich wollte mich doch erst noch umgucken. Na gut. So, Oma. now, tell me about your life in the city. Oh, there's not much to tell. I'm going to school for journalism. It's my second year. I ride a motorcycle in case you missed it there out front. Ah, that's right. Just like your father. Yeah, I suppose. I must ask, have you heard anything from your father? Anything at all? No, nothing since he bailed way back then. I expected as much. He disappeared without a trace. No matter, that's ancient history. How's Sharon then? Sharon? Die Wahrheit erzählen, dass du sie in eine Psychiatrie hast einweisen lassen. Das Thema vermeiden. Es gibt keinen Grund, jetzt darüber zu reden. Naja, sie fragt, wir haben uns ewig nicht gesehen. Und sie irgendwie scheint anscheinend eine wichtige Person zu sein. Deswegen würde ich das schon erzählen, ehrlich gesagt. Mom is... Oh, Mom. I had her committed to a place where she could get some real help. I just couldn't take it anymore. I'm sorry to hear that. In spite of everything that happened when she took you away. Yeah, about that. I'm sorry I didn't visit sooner, Grandma. Mom, she told me all these horrible lies about you and Grandpa. When I was old enough to understand what she was doing, I felt like it was much too late. It wasn't your fault, dear. You were a child. I'm just happy that you're here now. Me too. So, what about you? How have you been doing all these years? I've been lonely ever since the accident. There's no denying that. What accident? Goodness gracious. Of course you don't know. She took you away before it all happened. Don't know what. I will never forget that dreadful day. August 16th, 1981. It was the middle of the night when Sheriff Truman knocked on our door. He had Joseph with him. I couldn't even recognize Joseph at first, all dirty and wet with an awful blank stare on his face, like his soul had been ripped from his body. Since that day, he never spoke a word, forever confined to that blasted wheelchair. Really? For all this time? I had no idea. It came as a shock to all of us. That's horrible, Grandma. I'm so sorry. Thank you, dear. Ah Mann, es tut mir jetzt voll leid, aber ist Joseph der Opa gewesen? Ich weiß den Namen leider nicht mehr. Why do you think Grandpa suddenly left that night in 81? Ach so. I haven't the faintest idea. He acted very peculiar not long before it happened, disappearing for hours at a time. At first, I even suspected he was having an affair. When I asked him about it, he just said he was chasing old demons. Must have had something to do with the war.
Ein Kriegstrauma? Was haben die Ärzte gesagt? Wie sieht es mit der Polizei aus? Ich komme gerade nicht mit. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich weiß gerade nicht, wer ist verschwunden? Wie? Warum hat sie jetzt auf einmal gesagt, dass... Also, hä? Wieso wusste sie jetzt auf einmal, dass der Opa überhaupt verschwunden war irgendwo? Ich meine, die Oma hat doch nichts darüber gesagt. Die hat doch nur gesagt, dass er eben seit einem Unfall an den Rollstuhl gebunden war. Und nicht, dass ein Unfall war und dann war er verschwunden, oder? Verstehe ich das gerade nicht? Ein Kriegstrauma? Maybe it was post-traumatic stress disorder? Grandpa always had a hard time showing weakness. I don't know, dear. I'm just speculating. I didn't think too much of it at the time. Joseph was a man of few words. I'm sure he just didn't wish to burden me with it, whatever it was. Was haben die Ärzte gesagt? What did the doctors have to say about Grandpa's condition? Persistent vegetative state. That's Ah. what they call it. I've heard it all by now. One doctor said it was a stroke. Another claimed it was a seizure. The third hack tried to sell it off as a severe infection. It's all a load of tripe. I had an MRI performed on Joseph. It's one of those state-of-the-art head scans. Yeah, I've heard of them. Yes, well, according to the scan, his brain was completely intact. They thought it was a technical problem at the time, some kind of glitch, but the result was the same after 3 different scans on 3 different machines. Eventually, they had to confess that they simply had no credible explanation for the state he was in. And this injury just happened to occur on the very same night he mysteriously disappears? Indeed. I refuse to believe it was a coincidence. Also es ist irgendein Unfall gewesen und dann ist er verschwunden und dann war er wieder da, aber irgendwie im Wachkoma. Habe ich das richtig verstanden? Und jetzt ist er tot, oder? Also ich werde mir auch nach der Folge auf jeden Fall die erste Folge nochmal kurz anschauen, weil ihr könnt ja jetzt kurz die anklicken und nochmal nachgucken, wenn ihr euch nicht sicher seid. Vielleicht seid ihr euch sowieso sicher, weil ihr jetzt nacheinander guckt. Aber ich weiß es gerade nicht. Wie sieht es mit der Polizei aus? What did Sheriff Truman have to say about the matter? Not much. He said they simply found Joseph in that condition on the outskirts of town. The sheriff was convinced there was some kind of foul play involved, but the investigation turned up nothing. He later said that he was sorry, but that he was forced to close the case. You know, I could try to find out more about this. You're welcome to try, dear. Some kind of closure would mean the world to me. Okay, I think I'll head over to the sheriff's station for a little chat then. Would be nice to witness police doing some actual police service for once. Sure, you go ahead. Let me know if I can be of any more help. Kann ich da noch irgendwas fragen? I already talked to her about that. Okay. Also sammle ich hier wahrscheinlich eben Notizen. Das ist vermutlich mein Notizbuch. Und kann dann mit den Leuten über diese Well, Sachen gotta go, reden. Grams. Talk to you later. Bye, Kathy. Tschüss, ich will mich hier umgucken. Das mag ich doch am liebsten. Couchtisch. Grandma has prepared some tea for us. Und du hast keinen getrunken? Piu, piu, piu. Wie kannst du nur? Nah, I'm more of a coffee gal. Was? Das ist wurscht, wenn Oma dir Tee macht, dann hast du den zu trinken. Mind if we talk for a bit, Grandma? Ah, cool. Not at all, dear. What's on your... Oh. Das See you wollte later, ich Grams. nicht. Take care, dear. Also soll ich sich hinsetzen, ist direkt mit Omi sprechen? Planes, planes, and more planes. Okay. Grandpa in his Air Force uniform. Looks to be in his early 20s. Ich muss nach der Folge, obwohl es erst die zweite ist, dann wieder direkt eine Aufnahmepause machen, weil ich jetzt schon wieder Halsschmerzen habe. Es ist ein Kreuz. Dieser Kreuz ist Expensive looking scotch. That thing has been standing there forever. Would be kind of funny to see her reaction, but no. gut. Ich habe es einfach nur gemacht, weil es ging. Ich hätte aber gesagt, nein, weil du noch vorhast, zu fahren. Planes, Okay. some woman dressed fancy. I'm not sure how I'm related to her, but she has my hair. Vermutlich Oma früher. That's my great-grandfather, Eric Wren. I never met him. They changed the spelling to Rain after he died, I think. Okay. Nice leather chair. Freckles, the old farm cat, used to love that thing.
Ach, süß. Nice Ja. leather chair. Freckles, the old. Ach, die hätten aber nicht unbedingt den Katzennamen übersetzen There's müssen. nothing quite like the soothing sound of rain falling on a window. Okay, das kennen wir schon. Modellflugzeug noch. A Okay. decent-sized book collection. Most of them science or history related from the looks of it. An intricate ist toy da? airplane with moving parts. Kann ich das mitnehmen? Ich habe noch keine Gegenstände mitgenommen. Voll Adventure untypisch. I remember playing with that. Grandpa had a whole collection of them. Ah ja. Habe ich eigentlich eine Hotspot? Oh, yeah. Sehr gut. Ich habe mir das Sideboard nicht angeguckt, oder? A robust piece of wooden furniture. Ja. Holzmöbel sind nämlich super, weil die hat man für immer. Die kann man wieder abschleifen und so. Nicht so wie diese Spanplatten mit Furnier drauf. I used to gepickt. love digging through those drawers when I was a kid, looking for coins, buttons, and trinkets. Grandpa and me, we had this game where he would hide pennies around the house and I would go on a treasure hunt. Ach, Never in cool. the attic, though. I thought it was too scary up there. Ja, ich finde Dachböden auch sehr schlimm. Und auch Keller. Ich kann dich sehr gut verstehen, liebe Kathy. So, jetzt will ich mich aber hier nochmal anschauen. Mantel haben wir uns angeschaut. Das Pferd auch. Den Rollstuhl. An old wheelchair. Not too dusty. Probably used recently. Mhm. I wonder why Grandpa ended up in that thing. Ich will eigentlich nicht damit rumfahren. It was a joke, you know. Okay. Dogfighting. Grandpa used to love that stuff. Schaue ich gleich ins Obergeschoss. Moment. Ich will nicht wieder irgendwas verpassen hier unten. A wedding photo from when my grandparents married. They look younger than I am now. Things have sure changed. Ja, früher hat man sehr früh geheiratet. A small table lamp. Es waren auch sehr früh Kinder und die meisten Menschen, glaube ich, hatten auch Kinder und waren verheiratet. These should come in handy when I need to make calls. Darf ich hier reingucken? Darf ich hier reingucken? It's a phone book, Conwell Springs County. Okay. I should be able to use this for looking up phone numbers of people or places. Ach so, nee, will ich noch nicht. Ich dachte, da kann ich ein bisschen rumgucken. Vielleicht hätte ich ja irgendwie eine alte Freundin wiedergefunden oder so. Man weiß es nicht. Some kind of winter forest scene. I've always wondered if it's supposed to be Conwell Woods or not. Kann schon sein. So, dann checken wir mal, ne? Das habe ich. Deckenlampe habe ich noch nicht angeschaut. Okay. A lamp on the ceiling. Nothing special about it. Ja, dann halten wir das auch. Ich will jetzt mal oben. Was gibt es oben? So, ich trinke I shouldn't zwischendurch mal. overstay my welcome. I shouldn't overstay my welcome. Sorry, ich habe... Oh, hello, dear. Entschuldigung. Ich habe getrunken, wollte ich nur sagen. Ah, und dann direkt ein Frosch im Hals. Eigentlich darf ich mich nicht räuspern, Mann. Aber ganz ehrlich, also der Arzt hat gesagt, schlucken, nicht räuspern. Aber wie soll das gehen, ey? Also es ist echt, wenn ihr mal räuspern müsst, dann versucht mal nicht zu räuspern, sondern zu schlucken. Es ist nicht befriedigend. Mary Elizabeth Rain, my grandmother on my father's side. Ja, ich möchte dich jetzt bitte fragen, ob ich auf den Dachboden darf. Ist das in Ordnung? Mind if we talk for a bit, Not at all, dear. Nee, See you darüber later, nicht? Grams. Ah, Take care, okay. dear. Na gut. Kann ich so eine Abkürzung? Nee, kann ich nicht. Öfter ist es ja in Adventuren so, dass man per Doppelklick direkt dann dahin geht, wo man hinklickt. Na gut. Dann würde ich mal versuchen, jetzt das Telefonbuch zu verwenden. Und schauen, ob wir dann den Sheriff vielleicht anrufen können, mit ihm irgendwie so eine Art Termin oder so ausmachen. Oder wir fahren einfach hin, das weiß ich noch nicht, wie das ist. No result for that. Ah, so ist es gedacht. Okay. Natürlich suchen wir nicht nach Vorfall und finden das in den gelben Seiten. Solche Werte nach rechts können wir auch nicht. Und was sagt sie dann nochmal? I shouldn't Das ist- overstay my welcome. Ja, aber ich konnte ja nicht um Erlaubnis bitten. Damit kann ich auch nichts nachdenken. Damit kann ich auch nichts machen. So, dann gehen wir doch wieder. Schauen wir mal, dass wir zum Sheriff kommen. Was könnte denn mit dem Opa passiert sein?
Was könnte da passiert sein? Kommt jetzt ein... Ah, ja, sehr cool. Also das finde ich wirklich klasse. Das gefällt mir richtig gut. Und es regnet jetzt auch hier. Polizeiwache. Stühle. Not their peak hours, it seems. Land of the free. Es ist auf jeden Fall schon mal sehr anders. Also ich muss jetzt weder noch so ein Anfangs... Ach, die Kirchenbroschüre. Schau ich mir sofort an. Ich musste jetzt nicht so wirklich so ein kleines Rätsel lösen. Meistens ist es ja ganz am Anfang so, dass man so eine ganz kleine Sache, ganz was Einfaches machen muss. Hier war jetzt noch gar nichts. Ich konnte auch keine Gegenstände mitnehmen. Also das Einzige, was ich neu dazu bekommen habe, ist ja die Kirchenbroschüre. It's the brochure that priest gave me at the funeral. The logo stands out, but other than that, it's just the usual church mumbo-jumbo. Washing away your sins, salvation, blah blah. There's also an address at the bottom. You know, if I ever feel like getting my God on. Huh. Good old Satan. Better get his snowmobile ready for that day. Kombinieren? Nee. I have no idea why this isn't at the bottom of the closest trash can yet. Weil dir das Maybe noch because helfen it looks wird. like it could serve as half-decent toilet paper. Not that I need yet another reason for the Lord to strike me down. So ein bisschen drüber ist sie ja schon. A bunch of cops lining up for a photo. Various notices and a wanted poster. Kann ich mir das genau anschauen? Anscheinend nicht. A medieval fortress near an ocean, probably supposed to be somewhere in Europe. Mhm. A medieval fortress near an ocean, probably Okay. fax machines, the pinnacle of modern technology. Eieiei. Fax Faxgeräte. machine. Benutzt auch Might be fast keiner something mehr. useful in there. Was hast du gesagt? Might be Entschuldigung. something useful in there. Okay. Tut mir leid, liebe Kathy. Ich habe nicht zugehört. I kann think ich he'd nicht machen. object. Ja, es ist doch... Ach so, ich dachte, es ist eine Dame. Lots of police reports, organized alphabetically by the looks of it. Mhm. Ich rede jetzt erstmal mit ihm oder ihr. Some young cop. Looks a bit familiar. Ah, vielleicht wirklich einer aus der Schule oder so, den man easy ablenken kann. Nochmal ganz kurz mit Inventar checken. Ich werde ihn wahrscheinlich nicht mit der Elektroschockwaffe bedrohen können. Hi. Hello. Er ist echt ein Typ. Do I have to commit a crime to get your attention? Because I seriously will. Ma'am, I'm really quite busy at the moment. Hey, wait. I know you. I'm pretty sure you don't. Yes, I do. You're Kathy. Kathy Rain. My reputation precedes me, in a kind of but not totally creepy way. Aw, come on. It's me, Lenny. Lenny Marks. Hi Lenny. Die Wahrheit zugeben, du hast keine Ahnung, wer er ist. Vorgeben, ihn zu erkennen. Nein, wir sind I'm ehrlich. drawing a blank. Really? You don't remember us playing when we were little kids? Not really. Sorry, buddy. Darn. Oh. Well, that's a bummer. Anyway, what can I do for you today? Oh nee, jetzt fühle ich mich schlecht. Och Mann, Lenny. Das tut mir voll leid. Ich hätte es auch nicht so gesagt, wie sie das gesagt hat, so voll böse. Sondern ich hätte gesagt, dass es mir voll leid tut, aber ich weiß es gerade nicht. Und ob er mir irgendwie auf die Sprünge helfen kann. Weil dann wäre es mir wieder eingefallen. Oh nee. Lenny, sorry. Ich knuddel dich, okay? I wanted to ask if you know anything about my grandfather's accident. I really don't know much beyond the rumors. The sheriff may have more information, but even he probably doesn't know anything that isn't in the report. It happened before either of us worked here. Okay, I think I'll have a chat with the sheriff then. Sure thing. His office is to your right. Sonst nichts? I wanted to ask if you know anything about... I really don't know. The sheriff may have more information. Okay. Dann Well, lassen wir gotta das. go. See ya. Tschüss. So, nochmal kurz checken, ob hier noch irgendwas ist, was ich mir anschauen kann. Schreibtisch nicht. Lenny? Akten waren das jetzt. Schreibtisch Might be anschauen? something useful. Das kennen wir schon. Okay, It's I Lenny's guess. phone. Might Maybe be halfway useful through. somehow. That's no good. We're gonna have to cancel lunch today. I think he'd object. Again? Hm. Oh, man. Oh nee, ich dachte, das wären die Reden, dass ich mir dann vielleicht irgendwas anschauen kann. Oder das genau? If you say so, boss. Various notices and Nee, a auch wanted nicht. poster. Naja, Leute.
Ich will jetzt trotzdem mal sagen, dass wir mit dem Sheriff in der nächsten Folge sprechen. Ich mache jetzt echt, ich würde gerne weiterspielen, aber ich muss eine Aufnahmepause direkt machen, weil mir mein Hals wieder so weh tut. Die Lampe könnte mal angemacht werden. Naja, vielen Dank, Leute, fürs Zugucken und dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge Cathy Rain. Ciao! Laney, I need you to do something. How can I help, Bob?